Mal angenommen, ich hätte 3 Wünsche oder könnte 3 Dinge am neuen Siedler optimieren. Welche wären das und ist das realistisch, dass Ubisoft das Spiel dahingehend noch optimiert? Lasst mich euch das mal erklären. Kurz zu mir. Ich bin mittlerweile 37 Jahre alt und spiele die Siedler seit Teil 1. Ich bin also so eine Art Veteran der Serie. Ein alter Sack, der Teil 1 bis 4 grandios fand und heute noch spielt. Und ja, mit Teil 5 vor den Kopf gestoßen wurde. Auch mit Die Siedler 6 und 7 konnte ich wenig bis gar nichts anfangen. Warum erzähle ich euch das vorab? Weil es mittlerweile zu viele Typen von Siedlerspielern gibt, die alle ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, da sie in erster Linie an einem anderen Punkt mit der Serie begonnen haben. Nur damit das nun folgende vielleicht besser eingeordnet werden kann. Nun prasselt es ja mit Kritik zum neuen Die Siedler zu Recht auf Ubisoft von allen Seiten nur so ein. Mal angenommen, ich hätte was zu sagen oder könnte was am Spiel ändern, um den Karren wortwörtlich aus dem Dreck zu ziehen. Was wäre das? Aber bevor wir beginnen, noch kurz was in eigener Sache. Ich möchte die Zocker Lounge auf ein finanziell festeres Fundament stellen. Daher werde ich in Zukunft das ein oder andere Video sponsern lassen müssen. Aber keine Sorge, nicht mit irgendwelchem Bullshit, sondern mit Dingen, die auch weitestgehend zum Thema passen. Also, let's go! Punkt 1. Wasser. Ich würde dem Spiel als erstes einen Brunnen analog zu Die Siedler 2 spendieren. Da es noch keine Flüsse gibt, wäre das eine gute Möglichkeit, eine weitere Ressource ins Spiel zu bringen. Wasser wäre eine dringend benötigte Ware für den Bäcker und die Tierzucht und würde den viel zu klein geratenen Wirtschaftspart zumindest ein kleines bisschen erweitern. Punkt 2. Das Einheitenlimit. 500 Siedler als Limit ist, sorry, ein Witz. Ich würde eine 0 hinten dran knallen, denn in einem Die Siedler-Spiel muss es wuseln. Dass die Engine das nicht packt, kann ich nicht gelten lassen. Bei Ubisoft schaffen angeblich die Besten der Besten und andere Spiele haben das ja auch hinbekommen. Und Punkt 3. Große Berge. Die Wirtschaft im neuen Die Siedler wird vor allem durch den limitierenden Faktor an Minen beeinflusst, denn ihr könnt von diesen im Gegensatz zu früher viel zu wenige bauen. Ein großer Berg, auf den 10 bis 20 Minen passen, würde der Wirtschaft ordentlich was zu tun geben und auch die Erhöhung des Einheitenlimits rechtfertigen. Nun ja, wie in der Einladung erwähnt, gehöre ich zu den Ursiedlerspielern. Tatsächlich ist damit das neue Die Siedler für mich näher an einem Siedlerspiel als alle Teile, die nach Siedler 4 erschienen sind. Aber es sind einfach so viele Dinge, die man besser machen könnte. Daher noch ein paar Beispiele, wenn wir schon dabei sind. Punkt 4. Mauern. Im Prinzip liegt das fertige Konzept für Mauern schon bei Ubisoft rum, da das Ganze in der 2019er Version ja schon funktioniert hat. Auch so könnte man eine sinnvollere Variante zu den komischen Banditenlagern schaffen, um eure Siedlung zu verteidigen. Punkt 5. Flüsse. Flüsse sind in Die Siedler 3 und 4 ein strategisches Element, ohne sie kein Wasser und damit keine Nahrung. Der schon erwähnte Brunnen ist natürlich nur die Notlösung. Richtige Wasserwerke, die an einem Fluss gebaut werden müssten, würden dem Spiel mehr Tiefe geben. Punkt 6. Apropos Nahrung. Natürlich gehört dieser Quatsch mit optionaler Nahrung abgeschafft. Auch die Boost-Mechanik würde ich komplett streamlinen. Haha. Minen aber nur mit bereitliegender Nahrung funktionieren lassen. Warum? Weil das so dermaßen klassisch Die Siedler ist, dass es einfach zur Serie gehört. Punkt 7. Bier. Ehrlich gesagt war das schon immer komisch, dass das Militär neben Waffen auch Bier für die Rekrutierung benötigte, aber eine Brauerei, die Getreide und Wasser benötigt, würde dem Wirtschaftspart sehr gut tun. Tatsächlich gehört der Alkohol auch irgendwo zur Serie. Klingt komisch, ist aber so. Punkt 8. Ingenieure. Würde ich komplett rausschmeißen. Was ein Unfug. Im Gegensatz würde ich den Planierer und den Bauarbeiter als einen Beruf zusammenfassen, sowie den Geologen und den Dieb. Diese könnten dann von mir aus mit Neandertaler-like Steinwerkzeugen arbeiten, über die man aber eigentlich auch reden sollte. Punkt 9. Werkzeuge. Nur ein Hammer in einem Die Siedler-Spiel? Come on! Spitzhacken für die Minen und Steinmetze, Angeln für die Fischer, Sensen für den Getreidehof, Äxte für den Holzfäller und Sägen für das Sägewerk wären das absolute Minimum. Gerne auch ein Hammer für die Geologen, die Schmelzen und die Schmieden. Punkt 10. Wohnhäuser mit Cooldown. Weg damit! Hin zu einem funktionierenden System mit einer festgelegten Anzahl an Siedlern, die da rauskommen
um besser planen zu können. Von mir aus mit Bonussiedlern, wenn man Häuser zusammenbaut. Und Punkt 11. Passive und offensive Kampfkraft hat sich schon 1993 in die Siedler 1 bewährt. Ein Rush ist hiermit schwierig bis unmöglich und zwingt den Spieler eben zu dem, was er eigentlich tun soll. Dem Siedeln. Ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke, könnte ich so stundenlang weitermachen und frage mich nach wie vor ernsthaft, ob diese Dinge bei Ubisoft auf dem Tisch lagen und wenn ja, warum sie da nicht umgesetzt worden sind. Ist das Faulheit? Oder sind die Devs einfach nur viel jünger als ich und eben später zum Beispiel mit Die Siedler 5 Kotz in die Serie eingestiegen? Für mich als Außenstehender ist das einfach viel zu schlecht nachvollziehbar und wird von Ubisoft auch wenig bis gar nicht kommuniziert. Stattdessen sollen Veteranen wie ich einen Hardcore-Modus spielen, den man sich woher auch immer aus der Nase gezogen hat. Für mich jedenfalls nicht nachvollziehbar. Wir stehen kurz vor dem Release eines neuen Die Siedler-Teils nach 13 Jahren. Oder wie ich sagen würde, nach 22 Jahren. Alles ist eigentlich wie immer. Ich gehe mit einem ziemlich beschissenen Gefühl in der Magengrube dem Spiel entgegen, werde ihm aber eine faire Chance geben und es auf Herz und Nieren testen, nur um danach wie immer ratlos, mit vielen Fragezeichen zurückgelassen zu werden und eben feststellen muss, dass ich wohl für diese Marke zu alt geworden bin.